Hi, willkommen zur neuesten Camera News Folge. Im Moment ist ja die CES in Las Vegas, was so ziemlich die größte Technikmesse der Welt ist. Da wurden natürlich auch ein paar neue Kameras und Fotoequipment und sowas vorgestellt. Und was das für Sachen sind, das erfahrt ihr kurz zusammengefasst in diesem Video. Viel Spaß! News Nummer 1. Die Firma Nikon hat gleich 3 4K-Kameras vorgestellt auf der CES. Das ist zum einen die Nikon D5. Und die Nikon D5 ist eine Profi-DSLR mit 20 Megapixel Vollformatsensor. Sie kann Fotos in vollster RAW-Auflösung mit 14 Bilder pro Sekunde schießen. Den ISO kann man hier auf 3.280.000 hochschrauben und das übertrifft selbst die Sony Alpha 7S II. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist bei Nikon jetzt endlich auch ein 4K-Modus mit in der Kamera eingebaut. Allerdings ist der 4K-Modus so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Zum einen ist das Aufnahmelimit hier auf 3 Minuten beschränkt, was also wirklich für ernsthafte Filmmaker nicht wirklich zu gebrauchen ist. Und zum anderen wird beim 4K-Modus nicht der komplette Sensor im Vollformat genutzt, sondern nur ein kleiner Ausschnitt. Dadurch ergibt sich eben ein Crop von 1,5 und ihr habt eben beim Filmen nicht den schönen Vollformat-Look. Ganz billig wird die Kamera auch nicht, und zwar kostet die Kamera knapp 7.000 €, fällt also für die meisten Leute wahrscheinlich raus. Ich habe keine Zweifel, dass das eine echt gute Fotokamera ist, aber zum Filmen kann man sie leider nicht so ganz ernst nehmen, glaube ich. Aber ich bin mal auf die ersten Tests gespannt und werde dann noch mal ein bisschen berichten. News Nummer 2. Die nächste Nikon, die ich euch vorstellen möchte mit 4K-Modus, ist dann preislich schon ein bisschen interessanter, und zwar ist das die Nikon D500. Die hat auch einen 20 Megapixel Sensor, auch einen 4K-Modus, und auch wie bei der Nikon D5 wird hier aus der Mitte des Sensors das 4K-Bild rausgeschnitten. Und da die Nikon D500 keinen Vollformatsensor hat, sondern einen APS-C-Sensor, ist dann der Crop im 4K-Modus nochmal kleiner, wodurch sich dann ungefähr eine Micro Four Thirds Größe fürs Filmen ergibt, was dann schon wieder auch weniger interessant sein sollte für die meisten von euch. Allerdings habt ihr hier immerhin nicht das 3 Minuten Aufnahmelimit, sondern könnt hier 30 Minuten am Stück filmen. News Nummer 3. Die dritte Nikon mit 4K-Modus, die ich euch vorstellen möchte, hat gleich 2 Sensoren, und zwar ist das eine 360° Action Cam, mit der man eben 360° Videos aufnehmen kann und dann zum Beispiel mit der YouTube-App auf seinem Smartphone den Kamerawinkel bestimmen, je nachdem wie man sein Smartphone dreht. Das macht eine ganze Menge Spaß, und deshalb habe ich euch mal unten so ein Beispielvideo verlinkt, das mit der Nikon 360° Action Kamera gefilmt worden ist. Was auch noch gut ist im Vergleich zu GoPros zum Beispiel, ist, dass die Kamera auch ohne Gehäuse wasserdicht ist, bis zu 30 Meter. Der Preis ist leider noch unbekannt. News Nummer 4. Die Firma Zeiss hat Aufsatzobjektive für das iPhone 6 und 6S und deren Plus-Modelle vorgestellt. Die funktionieren genauso wie diese iPhone-Vorsätze, die ich euch in meinem Weihnachtsvideo schon vorgestellt habe. Allerdings sind die etwas größer ausgefallen, wie man sieht, und ich gehe auch davon aus, dass die Qualität nochmal deutlich besser sein wird als die ziemlich günstigen iPhone-Vorsätze. Der Preis steht leider noch nicht fest, aber ich gehe mal davon aus, das ist jetzt nur eine Schätzung, dass die bestimmt zwischen 80 und 100 € kosten werden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Carl Zeiss jetzt solche Objektivvorsätze produziert und dann für 20 € verkauft. Also ich denke, da muss man bestimmt mal einen dreistelligen Eurobetrag für ausgeben. News Nummer 5. Die Firma Kodak, von der man ja seit vielen Jahren gar nicht mehr so viel Neues hört, hat eine Super 8 Kamera vorgestellt, was ich ziemlich cool finde. Die funktioniert tatsächlich mit echtem Super 8 Film, den man in solchen Kassetten dann da einsetzt. Mit so einer Kassette könnt ihr um die 15 Minuten Video aufnehmen. So eine Kassette kostet zwischen 50 und 75 €, was erstmal verdammt viel ist für gerade mal 15 Minuten Film. Allerdings habt ihr in diesem Preis auch mit inbegriffen die Entwicklung, die dann Kodak übernimmt, und das Scannen. Das heißt, wenn ihr so einen Film fertig geschossen habt, dann schickt ihr den an Kodak und dann kommt es nach einigen Tagen bzw. Wochen wieder zu euch zurück, fertig digitalisiert. Die Kamera an sich kann zwischen 9 und 25 Frames pro Sekunde aufnehmen, was sich also auch ziemlich an diese alten Super 8 Kameras hält, und wird geliefert in 2 Versionen, zum einen mit einer Festbrennweite von 6 mm und einer 1:2er Blende oder einem Zoom-Objektiv mit 8 bis 48 mm. Der Preis für die Kamera liegt zwischen 500 und 750 $, und ich finde die Kamera jetzt schon richtig cool. Ich liebe es zum Beispiel auch analog zu fotografieren, und es wäre echt ziemlich cool, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, analog zu filmen. Was haltet ihr von so einer Super 8 Kamera? Findet ihr es eher cool oder unnötig? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Das war's auch schon wieder von der dritten Camera News Folge. Das war soweit auch die spannendsten Ankündigungen von der CES im Fotobereich. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!